Welche limitierten Sportwagen sind 2025 wirklich ihren hohen sechsstelligen oder sogar siebenstelligen Preis wert und was ist nur teurer Hype? Wir handeln jedes Jahr eine ganze Reihe von sehr speziellen Sportwagen. Vom Einzelstück hin bis zum limitierten Neufahrzeug ist wirklich alles dabei und nicht alles landet auf unserer Webseite. Aber nicht jedes dieser sogenannten Sammlerstücke liefert das, was das Preisschild einen glauben lässt. Manche sind einfach nur überteuert und andere sind zu nahe am Serienfahrzeug dran und man fragt sich, wer bezahlt das? Tom hat mir heute eine Liste der exklusivsten Sportwagen vorbereitet und ich mache es in der üblichen Art und sage dir, kaufen oder nicht kaufen. Und wenn du einen Sportwagen, Klassiker oder Luxusfahrzeug kaufen oder verkaufen möchtest, dann klicke hier die Infokarte oder den ersten Link in unserer Videobeschreibung und besuche röhrle-mobility.de. Alles klar, Niklas. Ich erkläre dir kurz die Regeln. Ich sag dir das Auto, dann sagst du kaufen, dann wischst du sie nach rechts oder du sagst nicht kaufen, dann wischst du sie nach links. Alles klar? Verstanden. Perfekt. Dann fangen wir gerade an mit dem Porsche Carrera GT. Kaufen oder nicht kaufen? Ganz klares Kaufen. Wieso? Das Auto ist ja 2004 auf den Markt gekommen mit einem Neupreis von rund 450.000 € und dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Zwischen 2006 und 2010 gab es noch die Finanzkrise, sind die Autos wirklich in den Keller gerutscht und lagen bei rund 300.000 € und haben sich dann wirklich erst dann nach der Krise wieder erholt und sind dann Mitte der 2010er Jahre auf 500.000 € angestiegen. Jetzt sehen wir etwas Spannendes. Wir haben die letzten Jahre die Autos kontinuierlich wachsen sehen. Die gingen dann hoch bis auf 1,3 und 4 Millionen €. Und mit diesem Jahr sehen wir jetzt zum ersten Mal einen leichten, kleinen Rückgang. Die Auktionen pendeln sich gerade so bei 1,2 bis 1,3 Millionen € ein. Aber das ist ein Auto, in dem ich extrem viel Zukunft sehe und von Porsche das Modell der Neuzeit ist, auf das ich wirklich im Moment setzen würde. Was mich da interessieren würde, Niklas, du sagst ja, die haben auch schon bis zu 1,4 Millionen gekostet. Mich würde interessieren, was macht da ein gutes Auto aus? Also wo entscheidet sich das? Also es gab etwas über 1200 Fahrzeuge, davon waren allerdings nur 500 für Europa bestimmt. Der Großteil ging in die USA und das sind auch die Autos, die auf dem Markt etwas geringer gehandelt werden als europäische Fahrzeuge. Dann ist es so, dass eben besondere Farben hohe Aufschläge mit sich bringen. Das sind beispielsweise Gelbtöne, die sehr beliebt sind. Klar, das GT Silber ist ja ein Ton, den man sehr häufig auf dem Auto gefunden hat, oder auch das Schwarz. Aber gerade da ist eben die Maßgabe, alles abseits der Serienfarben ist auch das, was dann wirklich hoch bezahlt wird, und natürlich sehr, sehr geringe Laufleistungen werden mit exorbitanten Zuschlägen oder Aufschlägen dann auch bepreist. Wenn ich jetzt ein Kunde wäre mit so einem Auto im Portfolio, was würdest du mir da raten? Was wäre der erste Schritt? Also die Frage, was der erste Schritt sein kann, wenn man es schon hat, dann glaube ich, ist man aktuell in einer Phase, wo man so ein bisschen schaut, in welche Richtung geht es. Wir haben jetzt ja einen sehr starken Preisanstieg hinter uns. Vielleicht können wir da eben auch mal die Preisentwicklungskurve einblenden. Wir haben einen sehr starken Anstieg bis so 2023, 2024 gesehen und jetzt sacken die Preise leicht ab. Es ist die Frage, wie weit runter gehen sie, oder gibt es da auch wieder eine Erholung? Wir kommen auf das Niveau wie in den Vorjahren. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, aber eines gilt: Wenn man dieses Fahrzeug in den 2010er Jahren gekauft hat, hat man jetzt zwischen 2- und 3-mal den Wert reingeholt, den man ursprünglich bezahlt hat. Und dann ist es natürlich sehr lukrativ, den jetzt zu verkaufen, wenn man emotional nicht zu sehr an dem Auto hängt. Okay, verstehe. Gut, dann machen wir gerade mal weiter mit dem 296 Speziale Aperta. Was sagst du? Ist ein neues Fahrzeug, das Ferrari jetzt vorgestellt hat. Mal wieder ein Sonderfahrzeug, werden immer mehr bei jedem Hersteller. Da bin ich der Meinung, nicht kaufen. Wieso? Dieses Auto wird aus meiner Sicht in einer Folge von Ferrari-Modellen stehen, die stark unter dem Neupreis gehandelt werden. Und deshalb sage ich dort, wenn man nicht unbedingt einer der ersten Fahrzeuge haben möchte, lasst doch den Markt den Preis regeln, denn auf dem Zweitmarkt, da bin ich überzeugt, bekommt ihr diese Autos dann deutlich unter dem Neupreis. Aber da lasse ich mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren
und bin schon sehr gespannt, wann dann die ersten Fahrzeuge auf dem Markt landen. Schau mal, heute dreht sich alles um limitierte Sportwagen und wenn du selbst so ein Fahrzeug hast, egal ob 488 Pista, 599 GTO, Carrera GT, dann schreib mir doch gerne. Wir haben immer Kunden, die solche Autos suchen und ich würde mich freuen, wenn wir hier einfach mal in den Austausch kommen. Weiter geht's mit dem Video. Gut, sehr interessant. Dann sind wir mal gespannt. Und das nächste Auto, was ich für dich habe, ist der Ferrari 812 Competizione. Kaufen oder nicht kaufen, Niklas? Das ist ein sehr spannendes Fahrzeug. Kaufen und das können wir auch ganz nahtlos an unser Vorgängerfahrzeug anknüpfen. Wieso? Die Autos haben eins gemeinsam und das ist der Neuwagenpreis. Der 296 Speziale liegt so bei rund 400.000 Euro als Coupé mindestens und rund 500.000 Euro als Aperta, also als offene Version. Und der Competizione als Coupé lag eben auch bei rund 500.000 Euro Grundpreis und der Aperta so bei 570.000, 80.000 Euro. Und das ist doch schon sehr erstaunlich, wenn wir mal überlegen, dass zum einen der Competizione die limitierte Edition des 12-Zylinder war und der 296 Speziale die limitierte Version des Einstiegs-Ferraris ist und die jetzt preislich gleich auf sind. Und da sieht man dann schon, was so ein Auto noch Potenzial haben kann und was auch nicht. Und da sieht man auch ganz klar die Strategie des Herstellers. Ferrari möchte die Aufpreise, die bezahlt werden, für sich selber als Gewinn einstreichen und eben Händlern wie uns und aber auch dem eigentlichen Eigentümer da eine potenzielle Marge schon vorneweg rausstreichen. Deshalb ist das Auto aus meiner Sicht viel, viel zu teuer für die 500.000 Euro. Aber kommen wir zum 812 Competizione. Die Autos haben eine erstaunliche Reise hinter sich. Sie sind eigentlich mit Erscheinung komplett durch die Decke geschossen. Wir liegen im Moment bei rund 200 bis 300% über dem Neupreis, wo die Autos gehandelt werden bzw. auch angeboten werden. Ein 812 Competizione Coupé liegt so bei rund 1,1 bis 2 Millionen Euro netto und ein Aperta liegt so bei knapp 1,6 bis 8 Millionen Euro netto. Da ist eine gewisse Diskrepanz zu den Aufrufpreisen im Moment da, das sehen wir auch, aber dennoch ist es, was die Preis-Leistung, wenn man davon sprechen kann, angeht, ein Auto, das den F12 TDF ersetzt hat und das im Moment ja keinen wirklichen Nachfolger hat. Deshalb würde ich kaufen. Zum anderen ist der Competizione auch limitiert. Wir haben 999 Coupés und von der offenen Variante 599. Wäre das jetzt so ein Kandidat für einen Off-Market-Deal bei uns? Der Competizione nicht mehr wirklich, weil er zum einen schon am Markt ist und nicht mehr, im Regelfall nicht mehr in der Haltefrist auch läuft, also einfach angeboten werden kann, ohne dass sich der Voreigentümer irgendwelchen Sanktionen von Ferrari ausgesetzt sieht. Zum anderen ist tatsächlich die Nachfrage gar nicht so hoch, dass man ihn jetzt ohne weiteres Off-Market an den Mann bringen kann. Weil man muss sich eines vorstellen, die Frage bekommen wir sehr häufig, könnt ihr mein Fahrzeug auch Off-Market anbieten? Dann sagen wir immer, das funktioniert dann, wenn eine enorme Nachfrage, also ein enormer Nachfrageüberschuss da ist. Und beim Competizione sind es doch einige Autos am Markt. Und da würde ich dann nur bei sehr speziellen Konfigurationen wirklich dann den Off-Market-Weg auch wählen. Von der G-Klasse gab es ja auch ein paar Limited Editions und da habe ich dir einmal die G63 Grand Edition mitgebracht. Was sagst du, kaufen oder nicht kaufen? Nicht kaufen, Auto ist ja zum Glück eingestellt. Was hat AMG dort gemacht? Eigentlich das gleiche wie Porsche beim 50 Jahre Turbo. Sie haben das alte Modell nochmal zum Ende hin ein bisschen aufgehübscht mit ein paar Sticker, höher bepreist und in den Markt reingedrückt. Und das Ganze hat dann auch nicht funktioniert, denn die Autos sind jetzt schon ziemlich schnell dann unter den Listenpreis gefallen, denn der Nachfolger kam ja auch dann auf den Markt mit dem schönen Active Ride Fahrwerk, also mit der Wankstabilisierung. Ab dem Zeitpunkt wollte keiner mehr den Vor-Facelift haben, deshalb der war auch wieder G500 Final, das war aus meiner Sicht ein Flop-Auto. Ja, verstehe. Dann machen wir einfach direkt weiter, nochmal mit einer anderen Marke, nämlich Rolls-Royce Ghost Prism. Was sagst du, kaufen oder nicht kaufen? Da hast du mal ein spezielles Auto rausgesucht. Der Ghost, ich finde ihn persönlich wunderschön, aber da haben wir genau die gleiche Geschichte wie eben bei der Core Edition. Es gibt jetzt den Ghost Series 2, das Facelift. Und
Rolls-Royce hat sich gedacht, wieso den alten nicht nochmal auferleben lassen, ihm eine klare Farbgebung zu geben mit ein paar Dekorsets, Coachlinien, und daraus entstand dann der Prism, den man dann wirklich nochmal vorm Ende als limitierte Edition in den Markt gebracht hat. Und ja, wir haben damals keinen bestellt, zum Glück muss ich sagen, denn ich kenne einige Händler, die sind auf den heute noch sitzen geblieben. Aber man sieht schon eines, die Hersteller gehen immer mehr den Weg, Ende des Modellzykluses dann eben auch limitierte Editionen rauszubringen und so nochmal an den Rändern zu fischen und ein paar Käufer an den Start zu bringen. Was mich jetzt dazu interessieren würde auch, ist, ob du als Händler auch einen Rolls-Royce jetzt ankaufen würdest. Auf jeden Fall, also Cullinan kaufen wir gerne an, muss Mehrwertsteuer haben, ganz wichtig. Jeder Rolls-Royce muss Steuer haben, sonst fassen wir ihn nicht an, denn das Klientel sitzt nicht in Deutschland. Ich meine, stellt euch doch mal die Frage, wie viele Rolls-Royce habt ihr in eurem Leben gesehen? Es werden wahrscheinlich nicht viele sein, deshalb mit Steuer kaufen wir Cullinan, Ghost, ganz klar auch den Phantom, und es darf natürlich auch ganz gerne der Dawn sein. Den finde ich persönlich einer der schönsten Autos, die es so gibt. Machen wir mal weiter. Heute ein bunter Markenmix. Ich habe den McLaren 765 LT. Was sagst du da? Kaufen oder nicht kaufen? Kaufen, für mich der McLaren schlechthin. Noch heute ganz unfassbare Leistungswerte. Das Auto ist limitiert. Ich würde ihn offen kaufen. Unfassbares Fahrzeug, das wahrscheinlich näher am Rennsport nicht sein kann, der auch dem McLaren Senna in nur ganz feinen Nuancen nachsteht. Und wenn man mal schaut, das Auto kostet 450.000 Euro ganz grob, aber der hat eine Performance von einem Auto, ja, von einem Hypercar, das heute weit über 1 Million kosten würde. Und deshalb für mich der 765 LT einer der krassesten Sportwagen, die wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte gebaut wurden. Ganz heftiges Auto, muss ich so sagen. Okay, nächstes Auto, was ich für dich habe von der Liste, ist der 991 Speedster. Ist auch Limited Edition. Was würdest du sagen, kaufen oder nicht kaufen? Ganz klar kaufen. Für mich wahrscheinlich der schönste Porsche der Neuzeit. Und die Autos haben jetzt auch preislich eine ganz interessante Entwicklung nach sich gezogen. Vor 3 Jahren waren die bei rund 360.000 bis 400.000 Euro. Die sind dann peu à peu runtergerutscht. Ich weiß noch, wir hatten eigentlich in jeder Marktphase immer einen da. Und damals, als wir unseren hatten, war der Aufrufpreis 380. Wir haben dann erkannt, okay, der Markt füllt sich, der ist übersättigt, es tut sich nichts. Dann haben wir ihn reduziert auf 360, 70, 50. Irgendwann sind wir bei 345 gelandet und bei 340 ging der über die Theke. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal 12 Monate später wieder einen angekauft. Den haben wir dann aber auch für 339 angeboten, was ihn wiederum damals sehr günstig gemacht hat. Und der ging dann auch sofort weg. Ja? Und jetzt sind die Autos eher bei rund 300.000 Euro, haben sie sich eingependelt. Ich weiß von einigen, die auch für 280.000 und 90.000 Euro gekauft wurden. Und da sehe ich jetzt wirklich die Bodensatzbildung, also weiter runter wird es nicht gehen. Deshalb, da würde ich jetzt im Moment zuschlagen beim Speedster. Einer der schönsten Autos, ein offener GT3 RS, geniales Antriebskonzept, geniale Optik und für mich der schönste 991, ganz klar. Und was sagst du, wieso wäre jetzt der Zeitpunkt, so einen zu kaufen? Ja, weil wir jetzt gesehen haben, wie die Autos von rund 400.000 Euro auf fast 300.000 Euro runtergegangen sind. Und wenn man einfach anschaut, wie der technische Gedanke dahinter ist, die Limitierung, dann ist es ein Auto, das nicht lange bei den 300 stehen bleiben wird, sondern schon seinen Weg dann wieder in Richtung 350, 60, 70 gehen wird. Davon bin ich überzeugt. Deshalb ist jetzt der beste Zeitpunkt und tiefer, glaube ich, fallen die nicht. Okay. Dann das nächste Auto, was ich für dich habe, ist der 992 GT3 RS. Was sagst du dazu? Kaufen oder nicht kaufen? Ja, schaut mal auf unsere Seite. Wir haben im Moment 3 Stück im Angebot, 2 neue, einen gebrauchten mit Sonderwunsch. Ich glaube, wir gehören zu den Händlern, die am meisten von den Autos verkauft haben. Letztes Jahr waren es rund 15 Fahrzeuge, dieses Jahr
waren es nicht ganz so viel, sind es 5, 6 Stück, aber es waren wirklich einige und auch da haben wir die ganze Preisentwicklung mitgenommen. Ja, von ursprünglich 500.000 Euro für ein Neuauto mit weißer und Keramikanlage, ja, bis hin zu 400, bis hin zu 350 und jetzt sind wir so bei vielleicht 10 bis maximal 20.000 Euro über dem Listenpreis angekommen. Dafür kann man so ein Auto noch drehen. Darüber ist es dann wirklich ja ein Stehzeug, da tut sich da nichts mehr. Deshalb, wer schlau kaufen möchte, wer günstig kaufen möchte, der muss, glaube ich, noch 1, 2, 3, 4 Monate warten. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz unten angekommen. Bedeutet aber auch für jemanden, der so ein Fahrzeug hält und nicht nutzt, sondern es aus Spekulationsgründen gekauft hat. Jetzt ist wirklich Endstufe, also jetzt muss dann auch verkauft werden, denn ja, bald sind wir dann unterm Listenpreis. Okay, Niklas, was sagst du denn zum 458 Speziale? Kaufen oder nicht kaufen? Schwierige Frage. Rein als Fahrerauto würde ich kaufen. Ich sage jetzt auch diesmal kaufen. Bin da aber ganz klar geteilter Meinung. Wieso? Vom Speziale Coupé wurden 3000 Einheiten produziert, was wirklich viel ist. Nehmen wir mal als Vergleich den Challenge Stradale, also 2 Generationen früher in der Special Series. Da gab es nur 1288 Stück. Dann gab es auch noch eine offene Variante, der Aperta, von dem gab es 499 Stück. Und wenn ich meine Karte auf einen setzen würde, dann wohl eher auf den Aperta. Aber der Speziale hat preislich auch eine ganz interessante Entwicklung hinter sich, die ist fast deckungsgleich mit dem 488 Pista. Letztes Jahr waren die Autos noch bei Kursen zwischen 360, 80, 90.000 Euro. Dieses Jahr liegen wir bei eher 450.000 Euro. Und der Pista hat da genau die gleiche Reise ja, mitgemacht. Kann man so ein Auto jetzt kaufen? Klar, kann man machen. Die werden mehr oder weniger auch den Kurs halten. Es gibt da immer Sprünge in den letzten Jahren. Plus, minus 10% kann man da durchaus mit rechnen, wobei ich eher die 10% eben auf die negative Seite sehe und nicht so sehr als Wertzuwachs. Beim Aperta, auch wenn ich da ein großer Fan von bin und auch die Limitierung klasse finde, bewegen wir uns da doch inzwischen in einem Preissegment, wo es ja sehr spannende Alternativen gibt. Die Autos werden zwischen 700.000 und 900.000 Euro gehandelt. Da sind wir dann aber auch schon auf dem Preisniveau von einem 509 GTO, der für mich nochmal in einer anderen Liga und Klasse auch spielt. Und da bin ich nicht so überzeugt, dass die Autos noch große Sprünge machen können, denn ab der 1 Million Euro Marke sehe ich dann doch viel mehr einen F12 TDF, ein 599 SA Aperta. Das sind dann die Autos, in die ich mich eher bewegen würde. Ich sehe da dann doch eher die Referenz zum Pista Spider, der bei rund 600.000 bis 650.000 Euro liegt. Ja, da würde ich dem Speziale Aperta vielleicht noch ein 100er mehr geben. Aber 200.000, 300.000 Euro mehr sehe ich persönlich bei dem Auto nicht. Wie sieht es denn aus beim Ferrari 488 Pista? Was sagst du da, kaufen oder nicht kaufen? Kaufen, ganz klar. Wir haben es ja eben beschrieben, ähnlich wie der 458 Speziale ist es ein Auto, das immer so ein bisschen zyklisch verläuft, das mal steigt, mal fällt, aber mehr oder weniger immer ja, seinen Wert hält. Ein Auto, das fahrerisch klasse ist, ich finde optisch auch vielleicht der schönste V8 der Neuzeit. Der gefällt mir wesentlich besser wie der F8 und auch wesentlich besser wie die Serienversion des 488, auch besser wie der 458. Also ein Auto, wenn man das nötige Budget und Kleingeld hat, würde ich definitiv kaufen, würde ich auch gar nicht lang drüber nachdenken, wenn ich ein gutes Auto, sauberes Auto auch gefunden habe. Und auch ein Auto, wo wir regelmäßig Käufer dafür haben. Also lasst uns da gerne ins Gespräch kommen, wenn ihr einen habt. Und zu guter Letzt habe ich noch der 992 ST. Was sagst du? Kaufen, ganz spannendes Auto. Kaufen oder nicht kaufen? Kaufen oder nicht kaufen? Ich als Händler kaufen, als Privater nicht kaufen. Nicht kaufen,
Ich finde es wirklich gut, dass wir jetzt drüber sprechen, über den ST, weil wir doch einige auch dieses Jahr verkauft haben und immer wieder Kunden haben, die so ein Auto suchen. Und die Preisentwicklung ist auch ganz, ganz spannend, denn die erinnert an den 992 RS, den wir vorher mal beschrieben haben. Ich weiß noch, wir haben den ersten ST für 500.000 Euro verkauft. Das war ein schwarzes Auto mit Heritage. Der ging nach Asien. Dann hatten wir einen Shaw-blauen da, den ich auch lang nicht so schön finde wie den schwarzen. Der hatte auch das Heritage-Paket. Dem Kunden haben wir damals 100.000 Euro über Neupreis verkauft und wir haben das Auto final, glaube ich, für 450 oder 60 auch nach Asien verkauft. Dann hatten wir wieder einen schwarzen da, den haben wir für 440.000 Euro verkauft. Dann gab es nochmals einen Shaw-blauen, den haben wir noch für 420 verkauft. Das war gar nicht lange jetzt her. Und jetzt sehe ich die Autos inzwischen eher bei Transaktionspreisen von rund 400, 415, maximal 20.000 Euro brutto. Und bedeutet eines, die Neupreise waren bei rund 330.000 Euro. Man kann jetzt noch einen ganz guten Aufschlag als Verkäufer, also als Inhaber von einem ST bekommen. Aber auch da geht die Kurve schon langsam, aber sicher nach unten. Gerade wenn es dann Autos sind, die schon Laufleistung haben, da sehe ich dann eher noch Kurse von vielleicht 30, 40 über Liste, aber mehr geht da im Moment nicht. Was wären denn da eure Einkaufspreise? Also neuer ST in Shawblau, Schwarz, Shade Green mit Heritage. Neu heißt für mich, hat maximal Auslieferungskilometer, ist unter 100 Kilometer Gesamtlaufleistung und ganz wichtig, aussetzbare Mehrwertsteuer. Dafür zahlen wir im Moment maximal 390.000 Euro brutto. Habt ihr so ein Auto mit 1.000 oder 2.000 Kilometer, können wir rund 20.000 Euro abziehen. Dann sind wir bei 370.000 Euro. Habt ihr so ein Auto ohne Mehrwertsteuer, mit Laufleistung, dann sind wir bei ungefähr 350.000 Euro. Also man sieht schon, zwischen jedem Schritt liegen da rund 20.000 Euro Abschlag. Ja? Wir haben einige Autos angeboten bekommen, auch die letzten Wochen für 400.000 Euro, teilweise auch für 398, 97, 96, aber das bezahlen wir nicht mehr. Bei uns ist wirklich bei 390 ist Ende beim neuen Auto. Okay, interessant. Du hast ja vor Off-Market erwähnt. Was genau meinst du denn eigentlich damit, wenn du sagst Off-Market-Deal? Mit Off-Market meinen wir, dass das Auto, um das es geht, das vermarktet wird, eben nicht öffentlich am Markt positioniert wird. Bedeutet, in diesem Fall zieht man Diskretion der Reichweite dann auch vor. Und da ist es eben notwendig, dass man einen gewissen Kundenstamm, Käuferkreis hat, der eben diese Fahrzeuge sucht, die man dann gezielt adressieren kann. Und erstaunlicherweise ist es so, man könnte ja meinen, je mehr Reichweite, desto mehr potenzielle Käufer und desto höher der erzielbare Preis. Tatsächlich ist es aber oftmals so, dass über Off-Market-Geschäfte höhere Preise erzielt werden können, wie wenn man sie am Markt platzieren würde. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, Niklas, ist, wie meinst du, dass du mit Off-Market-Deals höhere Preise erzielen kannst als mit öffentlichen? Hört sich ein Widerspruch an, dachte ich anfangs auch, aber versetz dich mal in die Lage eines Käufers. Du bekommst ganz exklusiv 1:1 ein Auto angeboten, das es so am Markt nicht zu finden gibt. Das macht was mit einem und das macht das Auto oftmals begehrter, wie wenn es schon, ja, ich sag mal, breit getreten wurde, wenn es Social Media hoch und runter geschickt wurde, wenn es zig Beiträge dazu gibt. Das kann ein Sammlerstück gerade ausmachen, wenn es noch nie das Tageslicht erblickt hat, und deshalb sind dann viele bereit, für so ein Auto dann mehr zu bezahlen, wie wenn es öffentlich angeboten wird. Und welche Modelle würdest du sagen, bieten sich da so an für so ein Off-Market-Deal? Da bietet sich an von Carrera GT über 918 Spider bis hin zu Porsche 959, alles in der Region kann man da durchaus nutzen. Aber eins ist immer wichtig, man darf kein vergleichbares Fahrzeug haben und man braucht immer einen Nachfrageüberschuss, sonst ist die ganze Idee dahinter, die greift nicht. Also man muss was sehr, sehr Begehrtes haben. Okay, verstehe. Macht Sinn. Ja,
Das war auch schon alle Autos für heute, Niklas. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir sprechen ja oft so über die ganz kommerziellen Autos, über die neuen Porsche, die neuen Ferraris und einfach auch mal die Autos zu highlighten, um die es uns ja eigentlich geht, an denen wir sehr viel Spaß finden. Fand ich gut, dass wir es heute mal beleuchtet haben. Und wenn dich mehr Videos interessieren rund um das Thema Sportwagenmarkt, Analysen, Einblicke, dann klick doch einmal hier. Da ist unsere Playlist, wo wir alle Videos einmal zusammengefasst haben. Und wenn du dich im Moment für ein Auto interessierst oder eins verkaufen möchtest, gerne auch eines die wir im Video behandelt haben, dann klick doch hier auf unsere Webseite. Dort findest du jede Menge Infos und Autos und Insights. Also werf doch einen Blick bei uns vorbei. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Danke fürs Zuschauen.